In der türkischen Stadt Istanbul ist es unmöglich, irgendwo hinzugehen, ohne auf eine streunende Katze zu stoßen. Sie sind überall in der Stadt zu finden. Die Vierbeiner gedeihen dank der Freundlichkeit und Großzügigkeit der Menschen, die dort leben. Sie versorgen die Tiere mit Futter und Wasser und geben ihnen manchmal eine Unterkunft. Im Jahr 2019 schätzte die New York Times, dass allein in Istanbul über 125.000 Katzen frei herumlaufen. Der Grund hierfür ist, dass die Einwohner aufgrund ihrer Tradition und Kultur eine bemerkenswerte Freundlichkeit und Fürsorge für diese Tiere zeigen. Die heutige unglaubliche Geschichte ereignete sich eben in dieser Stadt. Da es in dieser Gegend so viele Katzen gibt, war es nur logisch, dass die örtliche Tierklinik mehr Katzen als alle anderen Tiere aufnahm. Die Leute fanden die Katzen oft krank oder verletzt vor und brachten sie zur Behandlung in die Tierklinik. Die Ärzte ließen sich davon natürlich nicht beeindrucken. Inzwischen hatten sie schon alles gesehen. Sie waren auf die Behandlung von Katzen spezialisiert und hatten schon alle Arten von Verletzungen und Krankheiten behandelt. Das alles gehörte zum Leben eines Tierarztes in Istanbul. Manchmal verstarben die armen Tiere, aber meistens konnten sie gesund pflegen und rehabilitieren. Anschließend wurden sie in ein örtliches Tierheim gebracht, wo sie ein neues Zuhause finden können, oder wurden wieder auf die Straße ausgesetzt. In jedem Fall war es den Tierärzten wichtig, dass sie ihr Bestes taten und sich um diese wunderschönen Tiere kümmerten. Sie wollten sie nicht nur aus spirituellen und religiösen Gründen schützen, sondern auch aus moralischen Gründen. Aber manchmal passierte auch im Tierkrankenhaus etwas Unerwartetes. Und genau dort beginnt unsere Geschichte. In der Tierklinik und im Wartezimmer war es gerade ziemlich ruhig, und das Personal nutzte die Gelegenheit, um einige dringenden Papierkram zu erledigen. In besonders arbeitsreichen Zeiten gerieten diese Dinge oft in den Hintergrund. Schließlich ist das Leben eines Tieres wichtiger als das Ausfüllen von Dokumenten. Also nutzten sie die Flaute und machten sich an die Arbeit. Doch plötzlich öffneten sich die automatischen Türen, die von der Straße in die Rezeption führten. Die Empfangsdame schaute auf. Sie erwartete, dass jemand mit seinem Haustier zu ihrem Termin hereinkam. Aber sie sah niemanden. Womöglich war nur jemand zu nah an der Tür vorbeigegangen und hatte den Sensor ausgelöst, der die Tür automatisch aufschieben ließ. Sie schaute wieder auf ihren Computer, hörte dann aber ein seltsames Geräusch. Sie beugte sich über den Schreibtisch und sah etwas, das ihr den Mund offen stehen ließ. Etwas, das sie in all den Jahren, in denen sie in der Tierklinik arbeitete, noch nie gesehen hatte. Eine kleine braun-weiße Katze lief über den Boden und trug ihr Kätzchen im Maul. Offensichtlich hatte die Katze den Sensor ausgelöst und sich selbst hereingelassen. Das kleine Kätzchen sah sehr jung und schwach aus und es hing reglos herum. Es schien völlig entkräftet. Das Kätzchen schaute sich mit seinen glänzenden Augen im Raum um. Offensichtlich war die Babykatze verwirrt, warum es hier war. Aber seine Mutter befand sich eindeutig auf einer Mission. Sie ging zielstrebig auf die Rezeption zu. Es war ein wirklich ungewöhnlicher und seltsamer Anblick. Die Empfangsdame war sehr erstaunt, dass die Katze einfach so hereinspazierte. Obwohl es in der Gegend viele Katzen gab, war noch nie eines dieser Tiere freiwillig durch die Tür gegangen. Die Katzenmutter ging zielstrebig auf die Frau zu und setzte ihr Junges vor der Empfangsdame vorsichtig ab. Die Frau rief nach einem der Tierärzte und eine kleine Gruppe versammelte sich um die Neuankömmlinge. Warum waren sie hier? Wollten sie etwas oder waren sie nur aus Neugierde hier reingekommen? Das Personal musste der Sache auf den Grund gehen. Dass eine Katze und ein Kätzchen so bereitwillig hereinspazieren, habe ich noch nie gesehen, sagte einer der Tierärzte, der an diesem Tag Dienst hatte. Wenn die Katzen nicht wirklich krank oder verletzt sind, scheinen sie die Tierklinik so weit wie möglich zu meiden. Als die Empfangsdame uns rief, wir sollten kommen und uns das ansehen, waren wir ehrlich gesagt verblüfft. Als wir die Mutterkatze untersuchten, schien sie wohlauf und gesund zu sein, erklärte ein Tierarzt. Also ging man schnell zu dem Kätzchen über. Während sie die kleine Katze behandelten, ließ die Mutter das Kätzchen nicht aus den Augen. Vorsichtig folgte sie den Tierärzten, die das Kätzchen an verschiedenen Stellen hin und her trugen, um es gründlich untersuchen zu können. Die anhängliche Mutter war eindeutig nicht bereit, sich ihr Kind wegnehmen zu lassen. Aber sie vertraute den Menschen in der Notaufnahme genug, um sich von ihnen helfen zu lassen. Glücklicherweise wurde festgestellt, dass das Kätzchen nur sehr klein und dünn war. Aber abgesehen davon war es weitgehend in Ordnung. Es litt nur an einer Unterernährung. Etwas, das leicht behoben werden konnte. Anscheinend war das Kätzchen das Schwächste im Wurf und wurde immer wieder zurückgedrängt, wenn jemand von den Einheimischen Futter oder Wasser bereitstellte. Seine Kräfte hatten schließlich nachgelassen, und die aufmerksame und fürsorgliche Katzenmutter tat, was jedes liebende Elternteil tun würde. Das Kätzchen war eindeutig hilfsbedürftig und seine Mutter erkannte das, sagte einer der Tierärzte. Es ist erstaunlich, dass die Katze die Notsituation erkannt hatte und handelte. Die Tierärzte versorgten das Kätzchen mit Futter, Wasser und einigen Medikamenten, um es vor Krankheiten zu schützen und es fit und stark zu halten. Die Katze und ihr Junges verschlangen jedes einzelne Stückchen, was das Personal ihnen zu essen gab. Als die beiden Tiere bereit waren, das Krankenhaus wieder zu verlassen, dachten die Tierärzte, sie würde einfach von der Theke herunterhüpfen und verschwinden.
Aber die Katzenmutter hatte noch etwas anderes zu tun, bevor sie ging. Als sie bereit war, wieder auf die Straße zu gehen, ging sie um jedes Mitglied des Personals herum und rieb ihren Körper an ihnen. Fast so, als wollte sie sich bei ihnen allen bedanken. Eine herzerwärmende Geste, die zeigt, dass Katzen wirklich über ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen und emotionaler Intelligenz verfügen. Die Ärzte und Krankenschwestern nahmen sich viel Zeit, um die beiden Katzen zu streicheln, bevor sie gehen ließen. Schließlich wanderten die Mutter und ihr Kätzchen durch die Tür zurück, durch die sie einige Stunden zuvor gekommen waren. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem Wolf an, der nach einem Autounfall ein Baby fand. Was dann geschah, wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.